Ja, ich will. Dann darf ich jetzt um die Ringe bitten? Jetzt dürfen Sie die Braut küssen. Jeden Tag treffen wir unzählige Entscheidungen. Wann wir aufstehen, was wir zum Frühstück essen, was wir anziehen wollen. Oh, Vorsicht, Justus! Oder auch, welche Koffer wir auf Reisen mitnehmen. Manche Entscheidungen verändern unser Leben. Zum Beispiel, wenn wir uns verlieben und heiraten. Oder uns verloben. Plötzlich liegt unser Leben wie ein großes, glückliches Versprechen vor uns. Aber was, wenn unser Leben sein Versprechen nicht hält? Ludwig? Oh Gott! Ludwig! Ludwig, kannst du mich hören, Ludwig? Lebt er noch? Ja, aber sein Puls ist schwach. Wir brauchen Kissen und einen kalten Umschlag für den Grafen. Bewegung! Ihm war in den letzten Tagen schon immer so schwindelig. Herrgott, warum habe ich nicht darauf bestanden, mit ihm ins Krankenhaus zu fahren? Soll ich einen Notarzt rufen oder so? Was ist los? Bleib ruhig, bitte, bleib ganz ruhig. Du bist auf der Treppe gestürzt und dann bist du die Stufen runtergefallen. Es geht schon wieder. Sind Sie verletzt, Graf Lahnstein? Nein, mir sind nur kurz die Beine weggesackt. Von wegen, Ludwig, du warst ohnmächtig. Mehrere Minuten. Ich dachte schon... Das ist ein kurzer Schwächeanfall. Das ist doch kein Weltuntergang. Nein. Das lassen wir lieber einen Arzt entscheiden. Okay, sobald wir von den Flitterwochen zurück sind, lasse ich mich untersuchen. Von wegen! Das erledigen wir sofort. Hey, eure Dosen! Hallo? Toll. Jetzt sind sie ohne die Dosen die Flitterwochen gefahren. Dabei soll das Klappern doch die ganzen bösen Geister verjagen. Ach, die sind gestern schon alle mit Maria in der Psychiatrie verschwunden. Und wir haben uns völlig umsonst tagelang von Dosenraviolis ernährt. Dabei, Andi war doch ganz glücklich. Ist ja neben Pizza sein Lieblingsessen. Wo steckt ihr überhaupt? Ach, der ist bei Nico. Sehen, wie es ihr nach Philipps Verhaftung geht. Hast du nicht bald voll den Schlosskoller? Hast die Reporter vor dem Schloss doch gesehen. Wie viele sind es heute? Naja, der Sicherheitsdienst macht wohl eine Kaffeepause weniger. Danke. Kennst du diesen Traum, in dem man fällt und nicht weiß, ob man überhaupt irgendwann irgendwo ankommt? Naja, man hat voll den Puls im Hals, aber das Karussell hört erst auf zu drehen, wenn man wieder aufwacht. Mein Problem ist nur, ich bin wach. Aber der Albtraum hört trotzdem nicht auf. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich muss die ganze Zeit an Philipp denken, wie es ihm wohl geht. Haben Sie ihn denn jetzt wegen dem Tagebuch eingebuchtet? Ja, er hat es gestern der Polizei zukommen lassen. Anonym. Anonym? Was soll das denn jetzt schon wieder? Was hätte er denn machen sollen? Hätte er sagen sollen, dass das Tagebuch schon wochenlang hier rumliegen hatte? Ja, und zugeben, dass er Schiss hatte. Das hätte ihm doch jeder geglaubt. Das, was ihm jeder glaubt, ist, dass er Antonia umgebracht hat. Und wenn du ehrlich bist, du doch auch. Ist doch jetzt auch egal. Ich bin auf deiner Seite. Es geht mir um dich. Glaubst du, dass er Antonia lieber umgebracht hat? Ich werde nie wieder jemanden verdächtigen, ohne Beweise zu haben. Das kannst du mir glauben. Nicola und Philipp haben sich bestimmt den Beginn vom neuen Jahr anders vorgestellt. Ja, kein Wunder. Was sind denn deine Wünsche? Was Größenwahnsinniges? Nein, alles total realistisch. Nur der ganz große Wurf in der Modeszene und eine glückliche Liebesgeschichte. Und bei dir? Ja, total größenwahnsinnig. Nee, ich habe tatsächlich eine feste Stelle an der Uni gedacht, aber mal schauen. Ich habe mich erst mal für ein paar Kurse angemeldet.
Dann lass uns doch mal sehen, was draus wird. Und wir fragen mal wieder unser Familienorakel. Das haben wir ja schon ewig nicht mehr gemacht. Sag bloß, du hast die Karten noch. Glaubst du, ich schmeiß die weg? Weißt du was? Ich sag Sebastian und Tristan Bescheid und dann treffen wir uns heute Abend. Nur wir 4, wie früher. Ach, Becky, komm, das ist schon eine Ewigkeit her. Das ist wegen Tristan, stimmt's? Ich hab gedacht, es fällt dir wieder leichter, mit ihm zusammen zu sein. Bei der Hochzeit hat es doch auch ganz gut funktioniert. Ja, ich weiß, aber es ist nicht so leicht. Ich find's auch schade, aber früher war das irgendwie unbeschwerter. Das ist vorbei. Vielleicht wäre gerade darum so ein Abend zu viert ganz gut für Tristan und dich. Weil es euch daran erinnert, dass ihr trotz allem immer noch Geschwister seid. Denk wenigstens darüber nach, okay? Antonias Tagebuch ist doch eine einzige Lüge. Sie behauptet, dass Philipp sie schon auf Aruba bedroht hat. Dass sie blind war vor Liebe und dass sie erst super spät gemerkt hat, was für ein brutaler Typ er ist. Erst hast du doch noch einen Riesenfass aufgemacht, weil Philipp das Tagebuch zurückgehalten hat. Und jetzt? Ja, weil ich nicht wollte, dass irgendwelche Lügen zwischen uns stehen. Dass seine Unschuld bewiesen wird und dass wir diese elende Geschichte endlich hinter uns lassen können. Ich habe einfach nur noch Angst, dass die Polizei glaubt, was in Antonias Tagebuch steht. Dass er für einen Mord verurteilt wird, den er nicht begangen hat. Also du glaubst ernsthaft, dass Antonia ein Tagebuch extra voller Lügen geschrieben hat, um Philipp aus Eifersucht in den Knast zu bringen? Ja, sie konnte nicht ertragen, dass er sie verlassen hat. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Ihre Rechnung ist sogar aufgegangen. Weil ich kurz an ihm gezweifelt habe. Dr. Kirle ist noch gar nicht zurück. Nein. Und wenn er nicht gleich kommt, gehen wir. Nein, nein, nein. Wir gehen nirgendwo hin, solange wir keine Diagnose haben. Was soll denn dabei herauskommen? Mir geht es bestens. Außer der Tatsache, dass ich meinen ersten Tag der Hochzeitsreise in einem Krankenhaus verbringe. Ludwig, bitte tu nicht so, als ob nichts passiert wäre. Du bist ohnmächtig geworden, einfach so, plötzlich. Weißt du, was für einen Schreck du mir eingejagt hast? Plötzlich liegst du da, rührst dich nicht. Das hätte überall passieren können. Elisabeth, mach dir keine Gedanken. Mach ich mir aber. Graf Lahnstein, so wie es aussieht, haben Sie wegen des Sturzes nur eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen. Na bitte. Ja, Moment, warum ist mein Mann denn ohnmächtig geworden? Ja, dazu wären weitere Untersuchungen nötig, aber das hat Ihr Mann wegen der bevorstehenden Flitterwochen abgelehnt. Also gut. Checken Sie mich durch mit allem Pipapo, damit wir sicher sind, dass alles in Ordnung ist, okay? Ja. Bitte schön. Danke. Danke. Ja, dieses Orakelspiel wird seit Ewigkeiten in der Familie meiner Mutter weitervererbt. Und es hat magische Kräfte. Seit wann hast denn du was übrig für so einen Spiri-Kram? Wir haben uns früher öfters mal die Karten gelegt zum Jahresanfang. Auch für Papa. Als Rebecca klein war, wollte sie mal wissen, wie es ihm im Himmel so geht. Wir wussten ja nicht, dass er noch lebt. Und wann habt ihr damit aufgehört, mit dem Orakelkram, meine ich? Keine Ahnung. Wir sind irgendwann alle ausgezogen und haben uns in alle Himmelsrichtungen verteilt. Und es hat sich nicht mehr ergeben. Wann haben wir das letzte Mal was zusammen unternommen, Tristan? Nur wir 4, so wie früher. Wir hatten in letzter Zeit auch nicht gerade viel Anlass, einen auf heile Geschwisterwelt zu machen. Was sagt Helena zu deiner Idee? Sie war auch etwas verhalten. Aber könnt ihr nicht wenigstens versuchen, wieder normaler miteinander umzugehen? Rebecca, dein Versuch in allen Ehren. Aber ich habe Helena und Andi im letzten Jahr das Leben zur Hölle gemacht. Ist doch klar, dass sie mich nicht einfach so in ihre Freizeitgestaltung einbindet. Dann tu was dafür, dass sich das ändert. Können wir nicht einfach wieder eine richtige Familie sein? Sebastian hat auch schon gesagt, dass er wahrscheinlich keine Zeit hat. Philipp sitzt gerade unschuldig im Gefängnis. Er steht unter Mordverdacht. Ist doch klar, dass Sebastian Wichtigeres zu tun hat, als Ringelpiez mit Anfassen zu spielen. Du weißt genau, dass es viel mehr ist. Du hast außer Helena noch einen Bruder und eine Schwester. Das ist doch immer noch so. Ja, dann krieg endlich deinen Hintern hoch. Nur weil Helena eingewilligt hat, dass ich zur Hochzeit kommen kann, heißt das noch lange nicht, dass sie wieder die alten Zeiten aufleben lassen will. Das hängt doch von dir ab.
Zeig ihr, dass du dich auch normal verhalten kannst. Starr sie nicht so an oder... Ach, du weißt schon. Ihr drei wart immer das Wichtigste für mich. Ich will das nicht verlieren. Mir war nicht klar, dass es Rebecca so belastet. Also der Bruch zwischen Tristan und mir. Dann willst du dich also mit ihm arrangieren, weil deine Geschwister das so wollen? Nein. Weil ich es so möchte. Wie soll denn Normalität zwischen uns einkehren, wenn wir nicht anfangen, ganz normale Dinge zu tun? Aber wenn er dir noch mal blöd kommt, dann kriegt er von mir eins auf die Fresse. Lass es uns wenigstens versuchen, Tristan. Ich will meine Geschwister zurück. Ich auch. Aber ich hätte es nicht ganz so pathetisch ausgedrückt. Dann zeig Helena, dass du einfach nur wieder ihr Bruder sein willst. So wie früher. Und wie geht es, Philipp? Was hat er gesagt? Kann ich ihn sehen? Leider nein, aber er lässt dich grüßen. Sag Nikolaus, er soll sich keine Sorgen machen. Und dass ich sie liebe. Bitte, kannst du ihn dann nicht einfach rausholen? Er wird noch heute vernommen, um eine möglichst frühe Prüfung der Haftvoraussetzungen zu gewährleisten. Okay. Hat der Richter noch irgendetwas zu dem Tagebuch gesagt? Aber ich habe Philipp geraten, die Fakten auf den Tisch zu legen und auszusagen, dass er der anonyme Absender war. Belastet er sich damit nicht noch mehr? Nicola, niemand wird wegen eines Tagebucheintrags ungeklärter Herkunft wegen Mordes verurteilt. Damit würde sich ein Richter ziemlich weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß, aber er hat es wochenlang zurückgehalten. Wird das nicht gegen ihn verwendet werden? Weil er Angst hatte, sich selbst zu belasten. Das wird jeder verstehen. Durch die Aushändigung von Beweismaterial hat er den Verdacht auf Verdunklungsgefahr ausgeräumt. Ich denke sogar, dass Flucht und Wiederholungsgefahr als Haftgründe ebenfalls ausscheiden. Heißt das, er wird entlassen? Wir müssen den Beschluss abwarten. Aber in Anbetracht der Umstände gehe ich davon aus, dass der Richter den Haftbefehl nicht aufrechterhalten wird. Danke. Get to uniform, collect calls that I can't explain. All the things I ruined, abandoned, they come back to me. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. He told me for those who've been drowned. Wow, das sieht ja spooky aus. Na. Hey, stellen Sie dir bitte kalt. Champagner? Aber ich habe doch extra Punsch gemacht. Eben. Es gab da mal einen Abend, da hattest du auch eine Kiste Champagner dabei. Und am nächsten Morgen eine dicke Klage wegen Sachbeschädigung. Du bist mein Bruder Anwalt, Sebastian hat mich rausgeboxt. Ich glaube wohl eher, Adrian hat bezahlt. Also gut, wie tief hat meine Schwester denn heute in die Nostalgiekiste gegriffen? Gibt's Käse, Igel, Gurkenstückchen als Endfeier? Nach dem Canapés wird das Käsefondue serviert. Und was sind die Regeln, wenn mein Brot in den Topf fällt? Du bist Kopf wie beim Burggraben versenkt. Sebastian, ich bin's nochmal, Nico. Wie lange dauert denn so eine Anhörung? Du wolltest mich doch sofort anrufen, wenn... Hat sich erledigt, da ist er. Was machst du denn hier? Wo ist Philipp? Warum hast du ihn nicht mitgebracht? Lass mich doch erst mal reinkommen. Sebastian?
Leider ist die Anhörung heute etwas anders verlaufen, als ich erwartet habe. Und was soll das heißen? Wann kommt Philipp nach Hause? Das wird nach der Haftprüfung entschieden. Ich hatte beantragt, ihn bis dahin auf freien Fuß zu setzen. Aber Und wann ist die Haftprüfung? Nicola, ich habe wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, das Verfahren zu beschleunigen. Aber Philipps Name und Herkunft sind dabei nicht unbedingt von Vorteil. Die ganze Sache ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Presse. Und entgegen meiner anfänglichen Vermutung wird der Richter jetzt natürlich mit aller Härte durchgreifen, um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern. Und was heißt das jetzt für uns? Dass Philipp auf unbestimmte Zeit in Untersuchungshaft bleiben wird. Es tut mir leid. Blödmann, jetzt setz dich endlich. Ich dachte, es passt zur Stimmung. Hey. Oh. Ich soll hier Punsch servieren. Ich hätte ja lieber Shampoos. Was ist mit dir? Ja, kaum zu glauben. Wir trinken seit Jahren diesen Punsch und leben immer noch. 4 Elemente, ähnlich gesät, bilden das Leben, bauen die Welt. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Er meint gar nicht uns, er meint Schillers Punschlied, glaube ich. Presst der Zitrone saftigen Stern, herb ist des Lebens innerster Kern. Kennst du das etwa auch? Er. Also dann, auf Rebecca. Sie liebt den Ringelpiez und wir lieben sie. Allerdings hat das nichts mit dem Punsch zu tun. So. Helena, dieses Mal fängst du an. Okay, mal schauen, was das neue Jahr so bringt. Abgesehen davon, dass wir im Krankenhaus sind, finde ich den ersten Abend unserer Flitterwochen ganz nett. Na, jedenfalls werden wir ihn nicht so schnell vergessen. Ich muss gerade daran denken, wie wir uns das erste Mal geküsst haben. Weißt du noch? Im Fahrstuhl. Und was alles noch vor uns liegt. Oh ja, wenn Dr. Kire dir verordnet, mit mir jeden Tag Golf zu spielen, dann hätte ich nichts dagegen. Bestimmt beruflicher Erfolg oder sowas. Das wäre ja wohl meine Karte. Wir reden hier von ehrlicher Arbeit. Nicht davon, vor dem Computer zu hocken und sein Geld im Schlaf zu verdienen. Das sieht aber nicht nach Karriere aus. Was bedeutet das? Vergebung. Jetzt du, Tristan. Also gut. Die geheimnisvolle Unbekannte. Du wirst dich verlieben. Na, dass sie unbekannt ist, kann ja wenigstens nicht ich damit gemeint sein. Wisst ihr noch, als Tristan diese Punkerin aus England mitgebracht hat? Ach, du meinst die mit den Reißzwecken und den Sicherheitsnamen? Ja. Piercings. Und zwar überall. Oh, nein, so viel Information. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät noch störe, Graf Lahnstein. Was ist los? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Geht es um die Gehirnerschütterung? Offen gestanden macht mir die Gehirnerschütterung die geringsten Sorgen. Die Laborwerte Ihrer Blutuntersuchung sind da und die sehen nicht gerade gut aus. Tristan, das ist er. Der Held unserer Kindheit. Nein, du triffst Zorro. Ja, ich komm mit. Nein. Das bedeutet, dass du einen neuen Feind bekommst. Ach, danke. Ich bin mit Ansgar voll und ganz ausgelastet. Na gut. Nein, das kann ja wohl nicht sein. Ich heirate vor dir, das ist doch klar. Die Karte bedeutet, dass ein Traum in Erfüllung geht. Außerdem müsste ich zum Heiraten erst mal jemanden kennenlernen. Vielleicht machst du ja eine Braut klar. Kommt, lass uns noch eine Karte für Papa und Elisabeth ziehen. I hurt myself today to see if I still feel. I focus
on the pain. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away. Okay, zuerst die Karte für Papa. Wahrscheinlich ein Cocktailglas, Sonnenschirm, Swimmingpool. Ein Schiff vielleicht? Leute, die Karten stammen aus dem frühen Mittelalter, ja? Sieht aus wie Opa Willi. Oh mein Gott. Das ist der Tod. Oh mein Gott, Opa Willi stirbt zum 2. Mal. Elisabeth, was machst du denn hier? Ich dachte, ihr werdet schon längst in den Flitterwochen. Es ist was dazwischen gekommen. Euer Vater hatte einen Schwächeanfall. Schon wieder? Ja, und wie geht's ihm jetzt? Wo ist er überhaupt? Er hat Leukämie. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. Es gibt Tage im Leben, die wir nie wieder vergessen. You are someone else. Momente, die alles verändern. I am still Hoffnungen zerbrechen und Erwartungen bleiben What unerfüllt. have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. Ich warte auf dich. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles. Es gibt Tage, an denen ordnen sich die Wertigkeiten in unserem Leben neu. Und plötzlich brauchen wir unsere ganze Kraft, um nach vorne zu sehen. Und es wird weitergehen. Ich weiß nur noch nicht wie. Away.